In dieser Folge sind wir wieder in Deutschland unterwegs mit unseren Zelten. Wir schlafen nicht nur am Wasser, sondern auch im Wald, weil wir wollen... Dieses Mal nicht nur angeln, sondern auch jagen. Bist du auch ein bisschen aufgeregt, Markus? Also, als wir zu dem Trip aufgebrochen sind, habe ich nicht gedacht, dass es so enden wird. Ich bin zittert. Wir wollen Surf and Turf machen, wir wollen große Fische fangen, Hecht, Barsch und Zander. Ja, Fischer. Ja, Fisch! Und aber auch das ein oder andere Wildstück erlegen. Ob das uns gelingt, seht ihr in dieser Folge. Seid gespannt, denn wir haben auch noch richtig bekannte Gäste. 2 kennt ihr schon, den einen noch nicht. Also, viel Spaß mit der Folge. Let's go! Guten Morgen. Ich bin fit. Dabei habe ich nicht lange geschlafen. 4 Stunden vielleicht. War nämlich gestern schon auf Jagd. Ich würde sagen, Becky, lass uns ein bisschen Gas geben. Frühstück machen. Morgen. Schön Ei auf den Scotty. Und dann geht's los. Wir haben was Besonderes vor. Ne? Wir machen heute ein richtig tolles Kitchen Cook und fangen hoffentlich dicke Fische. Komm, Becky, los geht's. Jo. So motiviert war ich selten morgens. Das ist immer so, wenn man was Neues macht. Das ist relativ Neues. Ich habe richtig Bock. Auch wenn das Wetter ein bisschen kalt ist. Aber die Nacht war geil, oder? Ja, war entspannt. entspannt. Ruhiger hier. Ruhige Nacht. Weniger Ja, ich habe die Hirsche gehört, die sind in der Brunft oder so. Nennt man das so? Das war geil. Oh. Wie schön kann es sein? Habe ich schon letztes Mal gesagt. Guck mal nach links, guck mal nach rechts, guck mal geradeaus, guck mal hinter uns. Nur Natur, nur Wald und der Becky. Ich komme. Becky, wir müssen uns ein bisschen beeilen, echt. Oh, hoppala. Jetzt gibt's schnell Frühstück. Und dann geht's ab in den Wald. Gut, Grill ist an. Schuhe müssen ran, damit die trocken werden. Also unsere mobile Outdoor-Küche von Scotty, da ist alles drin, was wir brauchen. Unser Besteck. Salz, Pfeffer, Öl. Salz, Pfeffer, Öl leider nicht. Gewürze Gewürze leider auch nicht. Ist ja eigentlich nur unser Besteck und Teller drin. und Waschmittel. Und Waschmittel zum Waschen. Guck mal, da kommt er schon, der Gast. Möchtest du die Erklärung dafür wissen, oder? Ja, Becky hat meine Schuhe nass gemacht. Morgen, Jungs. Wir begrüßen dich in Morgen. unserer Ja, Outdoor-Küche. direkt so. So, der große Jäger, der große Großmeister des Jagens ist da. Das heißt, jetzt werden ein paar Eier gemacht, wir essen schnell was, oder? Ja. Und dann geht's los. Haben wir Weidmannsheil heute? Ja, ich brauche ganz dringend einen Dammkalb für die Kühlung und ich glaube... Und da können wir uns Das dann kriegen wir. was abschneiden von? Ja. Becky, hast du dir schon Gedanken gemacht, was du heute machst? Schauen wir mal, ein paar Ideen habe ich. Aber erstmal brauchen wir dafür ein Stück Erzähl Wild. mal eine Idee. Ja? Also den Rücken ganz kurz anbraten und dann auf eine Stulle legen. Okay, super. Und was ist der und- Fisch dann? Eigentlich genauso. Nur dass Also halt auch oben auch drauf. den Hechtrücken dann auch anbraten, auch auf die Stulle. Also oben aufs Fleisch drauf, sonst ist ja nicht Surf and Turf. Ja, wie ein Burger. Das ist sehr, sehr lecker mit den Schuhen. Das sieht absolut professionell. Soll ich euch ein Brett holen, wo ihr das Ganze drauflegen könnt? Nee, ist doch super. Wir haben ja sogar ein Brett bei. Das ist fast wie mit der Wasserwaage. Hat der Papa gut gemacht. Sag mal, wie findest du es im Zelt? Das ist schon geil, ne? Kannst auch draus jagen. Ja. In manchen Bundesländern darfst du es. Ja, in MacPom glaube ich sogar auch. Ist das schon geil. Dann stellst du das abends dahin, wo du jagen willst und setzt dich einfach nachts rein, schläfst. Wachst auf, wenn die Schweine da sind. Wunderbar. Ja, ich auch gut. Barbecue-Soße auch drunter? Ja, bitte. Becky, ich habe eine Idee für dich. Die wäre? Könntest ein Kochbuch rausbringen? Wie belege ich Stullen? Ja. Das 100 Arten, eine Stulle zu belegen. Hechtstulle, Zanderstulle, Guck mal, Gerhard, hier ist Eistulle, schon mal eine Ei-Barbecue-Käsestulle. schnelle Stulle für dich. Das ist eine typische Ei-Barbecue-Käsestulle von Becky. Ohne Salz und Pfeffer. Klassiker. Schmeckt nach Ei, Barbecue-Soße und Käse. Ja, Vicky, wo ist denn die Trüffelsalami? Die hat das ist zu Becky, das ist doch für Beckys Gaumen nichts. Trüffel. Echt schlimm. Vitaminbrot, sorry. Dafür kriege ich schon Vitamin mit
24% Karotten. Gibt richtig Energy. Karotten sind natürlich auch Ein bisschen trocken, aber gut. So, dann geht's jetzt los. Ich bin richtig aufgeregt. Wir pirschen. Wie heißt das Wild nochmal? Dammwild. Dammwild dran. Weil sehr lecker und ist die Dammwild-Zeit gerade, glaube ich. Ne? Genau, das Dammwild ist jetzt in der Brunft. Kleine Wie weg hier auf Tinder. Gibt es irgendwas, was wir beachten müssen? Also wir laufen langsam hinterher, sind leise. Genau, wir versuchen möglichst leise zu sein. Versucht immer hinter mir zu sein. Ja. Weil, Nicht vor dem Lauf am besten. genau, wenn ich irgendwie was mit dem Gewehr mache, stellt euch nicht vor das Gewehr, das ist ganz wichtig. Ja. Aber ansonsten instruiere ich euch. Es geht los. Ich bin gespannt. Es geht los, Leute. Da hinten steht schon alles voll. So, jetzt müssen wir ein bisschen leise sein. Gerold hat die ersten erpicht. Nee, wie sagt man? Genau, wir haben das erste Wild in Anblick, allerdings ist es ganz da hinten im Nebel. Und ich glaube ehrlich gesagt, Du bist zu faul. ja, ich fühle die gerade nicht so richtig. Okay. Ja, ist wie beim Angeln. Gefühl ist extrem wichtig. Ne? Ja. Okay, jetzt geht's raus. Pirsch. Essentials bei der Jagd. Süßer Senf und Effekt Energy Drink. Oder ich habe gestern einfach nur einen halben Einkauf noch nicht ausgeräumt. Aber noch wichtiger, wenn man dann gegessen hat, feuchtes Toilettenpapier. Allerwichtigste im Wald. Und jetzt geht's los. Ich aufgeregt. Beim Angeln nervt es ja immer, wenn der Wind direkt auf einen zukommt. Hier beim Jagen ist es ideal. Und somit haben wir perfekte Bedingungen. Ich trage auch meinen Teil dazu bei. Ich trage das Zweibein, habe das Fernglas am Start. Und ab jetzt. Ja, da kann das stehen. Stehe heute nicht. Gestern standen sie da. Doch, da ist doch ein Kopf. Ah nee, das ist kein Kopf, oder? Hast du da echt was gesehen? Ja, guck mal her. Ja, da ist nichts. Doch, da ist was. Doch, da ist er doch. Sieh ich doch. Na gut, schade. Versuch mal eine andere Stelle. So, erster Spot war nichts, aber sehr, sehr aufregend. Puh, schon fast ein bisschen Adrenalin am Zittern, wie beim Angeln, wenn man einen großen Hecht fängt. Jetzt geht's zum nächsten Spot. Mal gucken, ob wir da was kriegen. Jetzt ist wichtig, dass wir die Türen nicht zuschlagen, sondern langsam ran und zudrücken. Denn ich denke, wir sind relativ in der Nähe vom Wild. So, es geht wieder los. Auch wenn wir das jetzt natürlich ein bisschen locker hier machen, ist uns schon klar, dass es hier natürlich um Jagd geht und um Leben von einem Tier. Deswegen ist jetzt keine lustige Sache, eine ernste Sache, aber natürlich mit dem Verwertungsansatz, finde ich, ist das auch was Schönes, dass man weiß, woher kommt das Fleisch, das man isst. Das wächst nicht auf Bäumen oder kann man sich einfach nur im Supermarkt kaufen, sondern nachhaltiger als das hier geht halt nicht. Wenn man sich entscheidet, Fleisch zu essen, dann sollte man auch mal sehen, wie so ein Tier erlegt wird, finde ich. Jetzt ist es wieder soweit. Wir sehen Ja, das war ein großer Hirsch. Aber absolut nicht das, was wir suchen. Ich zeige euch gleich noch ein paar große Hirsche. Ich hoffe, ihr merkt auch hinter der Kamera, wie unglaublich spannend das ist. Und wenn ihr solchen Content weitersehen wollt, dann checkt mal die Hunter Brothers aus. Wir packen euch den Link in die Videobeschreibung. Und die haben auch noch einen Kanal Hunt on Demand, den kann man abonnieren. Kostet, glaube ich, im Monat 10 Euro. Aber da gibt es den feinsten Jagd-Content. Wenn ihr interessiert seid, checkt das mal aus. Link findet ihr unten. Also wir gehen jetzt auf den Hauptrundplatz. Da schießen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken uns die Hirsche mal an. Das ist ja mega geil. Wir müssen uns jetzt ein bisschen klein machen. Nächsten Meter. Da steht auch einer. Guck genau her. Das ist deren Pumpplatz. Oh, und da lässt man die in Ruhe. Genau. Krasse Geräusche. Das ist ein Erlebnis, ist krass. Ja. Die Dame schießt nicht so laut.
Dafür ruft er die ganze Zeit und damit ruft er einfach nur die Frauen zu sich. Und der hat ein Leben, der liegt den ganzen Tag nur in seiner Kuhle, pisst sich den Bauch voll und brüllt rum und die Weiber kommen zu ihm. Und dann besteigt er die. Und dann, ja, dann geht's zur Sache. Warum funktioniert bei mir das nicht? Soll ich auch mal ein bisschen rumschreien? Nee, du solltest dich mal in deine Brumpfkuhle legen und dir den Bauch voll pissen. War geil, oder? War brutal. Ich hätte nicht gedacht, dass wir auch die Hirsche sehen. Und dann sind sie noch rausgekommen. Jetzt ist das Jagdfieber ausgebrochen. Jetzt gibt's was zu essen gleich hoffentlich. So, neuer Spot, neues Glück. Mal sehen, ob wir jetzt Jagdglück haben. Was ist das? Da hinten auf der Wiese steht ein Pferd. Ein Pferd. Ein Hirsch. Ein Hirsch, ja gut, das bringt leider nichts. Ich dachte, jetzt ist es soweit. Naja, okay. Geht noch weiter. Und da ist was Passendes. Gehen wir noch ein bisschen näher ran. Ist noch reichlich weit. Du kannst einen schießen, ja. Okay, wow. Jetzt haben wir was entdeckt, was man schießen kann. Wir gehen jetzt noch ein bisschen näher ran, weil es noch ein bisschen zu weit. Hoffentlich verscheuchen wir es in der Zeit nicht. Waldmannsheil. Waldmannsdank. Waldmannsheil. Waldmannsdank. Ich bin am Zittern. Das war jetzt perfekt. Genau wie ich es mir erhofft habe. Aber sau schnell reagiert hast du. Ja, ein ganz, ganz schwaches Kalb. Genau sowas, wie ich der Population entnehmen möchte halt. Ich bin sehr gespannt, wenn wir es jetzt gleich bergen. Ich auch. Wie viel wird das so wiegen? Ich denke, das hat sowas bei 15 Kilo vielleicht. Ach, okay. 5 Minuten sind um. Der Moment ist gekommen. Wir dürfen ans Wild herantreten. Wie sagt man das in richtiger Jagdsprache? Ja, herantreten. Ja? Ja. Da liegt's. So. Das ist wahrscheinlich kulinarisch das beste Fleisch, das du in Deutschland gewinnen kannst. Echt? Wirklich? Wow. Und du hast auch einen perfekten Treffer Genau. gehabt. Also der Schuss, der hat genau hier, also ist ein bisschen schräg durch den Körper, der hat das Herz und die Lunge zerstört. Das Tier war 2 Sekunden nach dem Schuss sofort tot. Wie bringe ich dir jetzt einen Zweig oder wer macht das? Wie ist der Brauch? Genau, das mache ich jetzt selber, weil das immer die jagdlich höchstgestellte anwesende Person macht. Ja, das bin ja ich. Anglerisch vielleicht. Den letzten Bissen, den steckt man im Wild in den Eser. Das ist einfach Respekt dem Tier gegenüber. Ja. Was Gerold gerade gesagt hat, ist natürlich auch wichtig. Respekt dem Tier gegenüber. Wir machen hier zwar Entertainment, aber uns ist schon bewusst, dass wir jetzt hier ein Leben genommen haben, was wir aber jetzt auch gleich verwerten. Wir werden es so eigentlich vollständig verwerten. Guck mal, das ist jetzt eine Haltungsform. Das ist ist halt dabei. Haltungsform. Genau. Das ist 7. Haltungsform. Ne, 7 beste, plus. Frischer und besser geht Ist nicht. das beste Fleisch, das du essen kannst. Fertig. Genau. So, jetzt schnell Zelt abbauen, zu euch fahren, zerlegen, angeln und dann kochen. Let's go! Der Plan steht. Home sweet home. Ist das nicht schön, nach Hause zu kommen? Unsere schönen Zelte stehen hier, An dem gedeckten Tisch. ein gedeckter Tisch. Ich würde sagen, ich baue schnell erstmal das Zelt zusammen. Ich mache hier draußen ein bisschen Unser Flasche. Nordling. Ich liebe es wirklich. Es geht echt super schnell jetzt mittlerweile, wenn man es jetzt einmal drauf hat. So, fertig gepackt. Was haben wir gebraucht? Viertelstunde für alles drum und dran. Ja. Und jetzt geht's los. Gerold, kommst du mit? Wir fahren hier einfach hinterher, oder? Ab in die Wildkammer, oder? So, jetzt sind wir angekommen hier bei Paul und Gerold. Da im Schlachterraum quasi, wo man das Wild zerlegt.
glaube ich, so eine richtige Ja, ja. Luxus-Fleischkammer. Ist so, das machen wir jetzt. Gehört alles dazu. Und dann müssen wir tatsächlich noch einen Fisch fangen. So. Hier wird es wahrscheinlich aufgehängt, oder? Ja. Jetzt wird gleich der Rücken ausgelöst. Und den gibt es dann morgen zum Hecht, insofern wir da noch einen Hecht fangen. Also im Worst Case gibt es nur Rücken. Aber ich glaube, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. So. Und da ist euer Dammkalbrücken. Das ist doch schon mal eine anständige Version. Und prinzipiell auf der anderen Seite nochmal das. Genau. Da liegt Mit unser. Rosmarin, Thymian, habe ich gehört. Haben wir alles. Ja, wirklich Hammer? Klar, Hast du mitgebracht? haben wir alles dabei. Haben wir alles dabei. Ich sag dir, es endet Butter, Stulle, das Ding darauf. Barbecue-Soße. Barbecue-Soße. Nee. Geil, dann würde ich sagen, machen wir das hier noch zu Ende, packen die Angelsachen und gehen angeln. Ja. Also, eine Blende für euch, für uns noch ein bisschen mehr Arbeit. Ja, pünktlich zum Angeln hat der Regen eingesetzt. Wir haben noch 2 besondere Gäste dabei. Die Hunter Brothers sind getrennt. Mit Jagen waren wir mit Gerold. Jetzt sind wir angeln mit Paul und Jasmin, seiner Freundin. Genau. Hier an einem kleinen Flüsschen bei euch in der Nähe. Hoffentlich fangen wir den Hecht, um für Surf and Turf was zu haben. Ja, kann nur schief gehen. Kann nur schief gehen. Wir wollten danach auch noch einen Barsch angeln, da werden wir aber später nochmal über. Dann müssen wir den Spot wechseln. Genau. So, Okay. dann gut Let's Glück. go. Jetzt sind wir endlich wieder am Wasser. Heute Morgen einen richtig spannenden Morgen im Wald gehabt. Und jetzt können wir noch unter Beweis stellen, was wir so drauf haben. Und hoffentlich hier einen Hecht fangen. Oh, da hat's geraubt. Neben Jasmin. Hechte sind auf jeden Fall genug drin. Aber man sieht ja, jetzt sind auch andere Angler hier. Und wenn hier heute schon einer war, dann wird es schwierig. Aber kann nur schief gehen, ne? Wenn du mit Team Nace angeln gehst. Sieht doch eigentlich super geil hier aus. Gebissen hat nur noch nichts. Kann natürlich gleich kommen. Nachher scheitert es daran, dass wir keinen Fisch fangen. Das wäre ja schon sehr ärgerlich. Die Reilmanns haben ihren Job gut erledigt. Jetzt Ja. sind wir dran. Was machen wir? Spotwechsel. Ja, Gut. Spotwechsel. So, es geht zum nächsten Spot. Aber ich würde gerne noch. Könnte ich vielleicht so 4 Gummibärchen haben von dir, Martin? Nein. Nur 4 Stück. Immer meckern, Ja, ich will ja nur 4 einzelne. aber jetzt plötzlich essen. Tja, Auto ist zu. Ja, aber meine Schokolade darf ich wohl essen. Oder nicht? Halt ihn fest, wir fressen die Gummibärchen auf. Was sind deine Lieblingsgummibärchen? Die Happy Hits geholt. Ich finde die auch super langweilig. Die sind echt sehr langweilig. Das ist ja das Gute. Ja. Dann wird es nicht weggefuttert. Ja. Angekommen am nächsten Spot. Sieht richtig geil aus. Hier ist noch mehr Zeug im Wasser als beim letzten. Mal schauen, ob die Hechte hier stehen. Paul angelt mit dem Swimbait, also mit dem Tron. Das denn auch. Ich habe einen kleinen Twin drauf, um einfach ein bisschen was anderes zu machen. Paul, was ist dein größter Hecht hier, den du schon gefangen hast? 86. 86? Das wäre schon Aber ich schön. muss sagen, das ist. Also es gibt Leute aus dem Dorf, die fangen hier jedes Jahr einen Meter. Echt? Da ist ein Meter-Ding drin. Ja, sind hier drin, aber Finde ich, sieht auch aus, als ob hier große Fische drin wären. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, wir rennen hier so an so vielen Spots vorbei, die gut aussehen. Vielleicht sollten wir es ein bisschen mehr ausangeln. Aber Paul wird wissen, wo er angelt. Das darf jetzt nicht sein, dass die Jäger uns auch noch den Fisch fangen. Das müssen wir schon Nee, erledigen. das müssen wir erledigen, da hast du recht. Das wäre mir jetzt unangenehm. Aber Paul hat ein gutes Tempo drauf. Lauf mal hinterher. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Graben ist natürlich auch prädestiniert für unseren Macefunner. Schön mit dem Spinnerbait hier durchflügen, vor allem mit dem ganzen Kraut. Aber ich habe die leider im Auto liegen lassen, das ist relativ weit weg. Naja gut, aber der Swimmy wird es auch richten. Aber guckt mal hier, was der Biber hier gerichtet hat. Alter, da hat er aber ordentlich was sich vorgenommen. ja, ist ja gefährlich, sag ich mal. Ne? Ja, ist Jetzt hier wirklich gerade gefährlich. nicht, aber wenn da vorne an der Straße, Naja, kannst ja so einen Baum nicht so stehen lassen, kann ja ein Auto drunter fahren und dann fällt er hier um. gibt es auch Angler, die das Ding in die Fresse kriegen können. Ja. Wir zum Beispiel. Boah, jetzt kommt gleich richtig eklig Regen. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Mal schauen,
ob das vielleicht die Hechte ein bisschen wachrüttelt. Das Gewässer sieht geil aus und irgendwie macht das auch Spaß hier, finde ich. Ja, wenigstens mal ein Biss. Aber Becky, beim Jagen hat man auch nicht direkt Weidmannsheil. Nee, manchmal ist muss man ja, erst ein bisschen Durchziehen. dranbleiben. Ich sage auch eins, immer wieder, wenn es einfach wäre, wäre es auch nicht geil. Ein bisschen einfacher wäre schon okay. Ja, wenn wir heute noch 1, 2 Fische fangen würden, am Ende des Tages gut. Ah, hier sieht es doch schon wieder sensationell aus, findest du nicht? Ja. Fängst du da an? Ja. Oh nein! Ah? Jetzt hatte ich einen Nachläufer. Einen großen? Kann ich nicht sagen, ich habe die Bugwelle nur gesehen. Jetzt hatte ich den ersten Fischkontakt. In dem flachen Wasser habe ich richtig die Bugwelle gesehen, wie er hinterhergekommen ist. Aber es war direkt vorm Ufer und ich konnte dann den Köder nicht weiter animieren. An der Stelle, wo ich jetzt schon 5-mal hingeworfen habe, auch krass. Normalerweise denkt man sich ja, wenn der Fisch da steht und Bock hat, holt er ihn sich auf der Stelle, aber anscheinend nicht. Hier sieht das doch so hechtig aus, ne? Ja, jetzt haben wir hier so bestimmt einen halben Kilometer geangelt, wenn nicht mehr. Nix, nischt. Becky hat da einen Nachläufer, da würde ich gerne mit dem Swimbait noch mal hinwerfen. Ja. Vielleicht will er ein anderes Laufmuster. Und gucken wir mal, ob da noch was geht. So viel Licht haben wir auch gar nicht mehr, ne Becky? Nee, 1,5 Stunden. Also wenn man hier hinguckt und da hinguckt, sieht man, dass auf dem Weg zum nächsten Spot was ganz gehörig schief gelaufen ist. Wir sitzen auf dem Boden. Hier sieht es noch schlimmer aus. Ist tatsächlich ein Biberdamm oder was ist das? Was hat Paul gesagt? Bibertunnel, der dann eingebrochen Bibertunnel ist. eingebrochen. Während wir rübergefahren sind, ist das Ding eingebrochen. War vorher nicht zu sehen, andere sind auch rübergefahren. Und bei uns, klack, weg war er. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen, ob wir hier rauskommen. Aus eigener Kraft auf jeden Fall nicht. Nee, aus eigener Kraft haben wir jetzt eine halbe Stunde probiert. Äste runtergelegt, unter die Räder, alles Mögliche, alle möglichen Modi runtergelegt. Nicht geklappt. Paul hat jetzt den Pickup geholt. So, jetzt haben wir nur das Problem, wir brauchen diesen Eindrehhaken. Und mein Bruder weiß nicht, wo er den in seinem Auto hat. Ja, sonst müssen wir bei uns aufräumen. Ah, ist das eine Scheiße. Das raubt uns gerade ganz schön Angelzeit. Ja, ich Weil das glaube, heute ist der Angeltag vorbei. Bald dunkel. Danke, Biber. Hat er Wir gut lieben gemacht. Biber. Also gerade bin ich kein Freund. Ja. Obwohl man natürlich sagen muss, wir sind natürlich auch in seinem Lebensraum. Ich werde jetzt Daumen drücken, dass das alles hinhaut, weil ich habe ein bisschen Angst, dass selbst der Pickup keinen Grip hier auf der nassen Wiese bekommt. So, ganz langsam ziehen wir jetzt nach vorne raus. Ja, geht ihr weg wegen dem Seil, ne? Ja, ihr geht Da alle kannst- schön weit weg. Okay. Jo. Yes. Ah, Mann, ey. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier was kaputt gemacht haben, dank Biber. Nee, das Der sieht braucht gut ja nicht aus. viel Hilfe. Wenn du hier, bricht ein. Krass, Alter. Alter, guck mal, da bricht es weiter ein. Aber so ist es, wenn man draußen ist, ne? Beim Angeln. Da passieren eben Sachen. Das ist geil. Wenn man es löst, das ist geil. So, jetzt ein letzter Angriff, bevor es dunkel wird. Hoffentlich klappt es hier mit dem Hecht. Nach der ganzen Action hätten wir uns jetzt schon einen Fisch verdient, möchte ich behaupten. Schön 65er Hecht. Perfekte Größe für einen Grill dann. Der Tag hat so geil gestartet auf der Jagd. Und ein Turf ohne Surf ist halt auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Eieiei, wir kämpfen hier, ziehen richtig durch. Die Aktion mit dem Auto hätte doch jetzt mal einen Fisch verdient. Mann. So, wird jetzt auch dunkel. Wir haben alles versucht. Abmarsch. Feierabend, Leute. Ein gebrochener Mann steht vor euch. 2. 2 gebrochene Männer. Ey, nicht einen wirklichen Biss. Keinen richtigen Fischkontakt. Ich habe gar keinen Biss. Stunden des Nichtfangen kann auch Das ist die der Frage, was Sinn machen wir? enttäuschen. Na gut, wir werden es jetzt versuchen. Auf Zander vielleicht. Wir entscheiden das mal jetzt. Blende für euch.
So, ihr seht, wir haben uns dafür entschieden, noch einzusehen. Vecchi muss noch montieren, der hat gestern abgerissen. Ja, aber geht ihr schon mal vor, weil im Idealfall wird das hier eine ganz schnelle Nummer. Ja, das wäre geil, ne? Einfach ein Wurf weg wieder. Wir brauchen ja was für Surf. Turf haben wir, aber Surf noch nicht. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, der Angelspot ist hochfrequentiert, sieht man schon daran, wie es hier ausgelatscht ist. Was soll man machen? Vielleicht haben wir nachts Glück, da einen zu fangen. Ich hoffe es. Die Absinkphase ist gut. Fisch! Fisch, Vecchi! Zander. Das ist aber leider ein kleiner. Aber es ist der erste Zander. Junge, Alter. Aber der ist leider nichts für Surf oder Turf, weil der ist untermaßig. Wie schnell ging das denn? Na, erster Wurf, ne? Krass. Aber Beim Chicken oder? beim Jiggen, aber das ist nicht die Größe, die wir brauchen. Der ist untermaßig, den darf ich zurücksetzen. Krass, erster Wurf, oder was? Erster Wurf, ja. Macher. Ja gut, das bringt jetzt nichts, war kein Surf hier. Ja, aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen, aber ihr wisst, was es heißt. Das ist eigentlich ein schlechtes Omen. Oh, da war ein guter Biss. Oh, schade. Ey, aber es macht mir Hoffnung, dass wir hier noch was kriegen für unseren Grillabend morgen. Oh, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Viel Futterfisch hier. Fisch. Ah, klein. Ah, der könnte Maß haben. Ja, der hat Maß, glaube ich. Jetzt nehmen wir 2 davon mit, weißt du? So, da ist der nächste Zander. Wahrlich wieder kein großer. Aber es ist ein Fisch. Ist doch schon mal von Vorteil, dass das belohnt wurde. Aber auch nicht Maß gewesen. Auch nicht Maß, aber wir nähern uns. Und ich habe ganz besondere Fische, weil mit unserem Predator 2.0. So, weiter geht's. Meine Hoffnung ist jetzt wieder da. Auf dem Weg hierher, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich jetzt nicht so hoffnungsvoll. Da dachte ich so, aber die Schwierigkeit wird jetzt sein, einen 50+ Zander zu fangen. Predator ist einfach so die absolute Zanderwaffe. Ist so. So, noch ein Spotwechsel auf der Suche nach den Dicken. Nach den Diggis, Vecchi. Ja, hier ist so viel Leben in der Bude. Ein 50er Zander jetzt. Dann wäre die Nummer geritzt. Ja, reicht das? Ist ja nicht so, als könnten wir uns das jetzt unbedingt aussuchen. No, schon. Besser? Nee, ich glaube leider nicht. Ja. Gutes Gegengewicht, aber er ist sehr, sehr Ja hektisch. oder nein? Maß? Ich hoffe es, aber ich will es noch nicht so ganz glauben. Nee. Ein Barsch, ein fetter, richtig großer Barsch. Schöner Barsch, Alter. Ja, den können wir essen. Ja, ich hab ihn. Boah. Venom, 5 Inch Miss mal. und ein richtig schöner Barsch hier Geil, beim Vecchi. nächtlichen Zanderangeln. Ich schätze so 39, Ich sag 42, 37er nur. Das Ja. sieht so groß aus, weil er so 38. massiv ist. Den nehmen wir mit, oder? Das denn? Ja. Schöner 30er zum Essen. Schöner 37er, 38er Barsch. Wirkt ein bisschen größer, weil das so fett ist. Und ich würde sagen, den lassen wir uns morgen zum Dammwild schmecken. So, kurz und schmerzlos, weitgerecht erlegt. Aber auf jeden Ist doch Fall geil. ist das Mittagessen für morgen hiermit gesichert. Nachdem ich jetzt 20 Zander gefangen habe, werde ich auch noch mal ein paar die Hoffnung aufgegeben, dass wir auf dem Gummifisch einen großen fangen. Deswegen jetzt noch mal Schwimmbait für die letzten 10 Minuten oder so. Und wenn dann nichts geht, dann müssen wir uns geschlagen geben. Haben wir zumindest einen schönen Barsch gefangen, den wir essen können. Aber Zander hat leider nicht geklappt, auch wenn die Angelei sehr kurzweilig war, muss man tatsächlich sagen. Wenn man natürlich bei jedem Biss denkt, oh, jetzt ist er das, der Große. Irgendwie will man nicht aufhören, weil man weiß, die Fische beißen. Auf der anderen Seite macht es irgendwie auch keinen Sinn, weiterzumachen. Die Großen sind hier nicht gerade. Aber eins kann ich euch sagen, oder das könnt ihr euch vermutlich auch selber vorstellen. Den Langen vom Wasser wegbekommen, wenn es auch noch beißt. Das wird eine Aufgabe. Der hat vor einer Stunde schon gesagt, komm, wir packen es jetzt.
So, wir haben hier heute sicher 30 Zander gefangen. Krass, oder? Krass, aber Auch krass, dass kein großer dabei war. ja. Und wir sehen uns morgen früh zum Hechtangeln und dann zu einem ganz leckeren Catch and Cook. Bis morgen. Bis morgen, bis gleich. Guten Morgen. Heute bin ich ganz schön verklatscht. Ey. Oh, ist das kalt. Aber auch schön. Schöne Nacht. Wir haben hier noch einen schönen Platz gefunden. Ja, seid gespannt. Heute kommt noch ein ganz bekannter Gast, der vielleicht ein bisschen besser kochen kann Hey. als Vecchi mit seinen 100 Variationen der Stulle. Aber ich hab Bock. Lass uns schnell alles fertig machen. Lass ein bisschen angeln. Und dann hoffentlich einen Fisch fangen. Yes, das hört sich ja noch einen Plan an. So, das ist das Schöne, wenn man direkt am Wasser aufwacht. Noch keine Zähne geputzt, noch kein Frühstück gegessen. Aber man kann den ersten Wurf machen. Ich bin auch so verklatscht. Boah. Früher Vögel fängt den Fisch, obwohl ich im Winter echt die Erfahrung gemacht habe, dass oft sich ein bisschen erwärmen muss der Tag, bevor es dann richtig beißt. Aber wir probieren es trotzdem mal. Ja, gestern gemerkt. Erster Wurf schon mal nix. Ist doch ein gutes Zeichen. Boah, ist mir kalt. Oh nee, meinst du, ich fange hier ein? Ist auch nicht. Ist garantiert Hecht. Wenn hier welcher steht. Ich glaube, die haben einfach wirklich gar keinen Bock. Ein Wurf noch? Nee, wirklich. Und dann hauen wir ab. Ist doch trotzdem geil. Am Morgen erstmal ein paar Würfe gemacht. So muss der Tag starten. Jetzt werde ich weg hier aus dem Schlafsack pellen. Obwohl, der ist wahrscheinlich schon draußen. Putzt schon Zähne. Echt? Ja. Das wird ganz neu da. Er ist auch motiviert heute. Hat geschnarcht wie ein Iltis, Junge. Das war krass. Ich habe hier einen richtigen Gamechanger. Ich putze mir die Zähne mit Sitzheizung. Das ist der Hammer. Ja, auch die Sitzheizung raus. Geht die, wenn der warm aus ist? Das stimmt, das Ding hat auch Sternzheizung. Und jetzt beide hier Wellnessprogramm in der Nee, schnell Zähne putzen. Und weiter geht's. Komm, wir gehen schon vor. Ich halte es nicht aus. Ich bin immer so angelgeil. Werde ich ungeduldig. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, wie man so beim Angeln ist typisch, oder? Ungeduld ist gut beim Angeln. Ja, wir haben nichts gefangen. Wir müssen jetzt einen Hecht fangen, die Schmach abwenden. Da hat's geraubt. Ah, Fisch! Das ist unser Küchenhecht, Vecchi. Unser schöner Küchenhecht. Fängt leider ganz knapp, Vecchi. Boah, ist ein schöner. Ei. Da ist er. Jawohl. Oh, wirklich schöner Hecht. Auf den Tron. Oh. Ich bin angekommen, hab sie rauben sehen. Oh, das ist ein 75er Fisch. Oder, Vecchi? Ja, anständiger Fisch. Oh, das ging super schnell. Sehr, sehr geil. Puh. Geil. Das war der zweite Wurf, glaube ich, ne? Zweite Wurf hier an den Spot. Und direkt ist er eingestiegen. Und ich habe es vorher noch rauben sehen da. Oder kleine Fische auseinanderspritzen sehen. Da dachte ich schon, ist da nicht jetzt ein aktiver Fisch? Und er war da. Yes. Boah, Mann, krasser Biss, Alter. Oh, Junge, da ist die Welle. Oh, Hast du gesehen, den Fisch? nee, ich habe die Welle gesehen. Oh, ärgerlich, da hatte ich den nächsten Ich hab's Biss. gesehen, wie du hingefallen bist. Habe ich beim Anhieb hingelegt. Mann, ey, ist das scheiße. Oh, da ist er. Der nächste Biss. Gibt's doch nicht.
kann das denn sein? Oh nee. Schade. Es sind 2 Fische, war nicht der gleiche. Oh ey, was für eine Aktion schon wieder. Gestern sind wir hier durchgelaufen, kein Biss. Muss auch sagen, hier haben wir gar nicht geangelt, wir sind hier richtig durchgemarschiert. Ah, Fischer! Schaffst du selbst? Ja. Guter oder? Ich noch nicht so einschätzen. Weit weg. Das hat auch gerade bei mir geklappt. Keine 2 Minuten nachdem Dustin die beiden Bisse hatte. Ich habe gerade eben den Köder gewechselt. Erster Wurf. Nace Warrior Größe L. Auf jeden Fall eine Ecke kleiner. Guter? Nee, deutlich kleiner als deiner. Irgendwie 3 Würfe, 3 Bisse. Warrior Größe L. Und der erste Fisch des Tages für mich. Petriwecki, krass. 3 Würfe hier gerade gehabt, 3 Bisse. Ja, der war keine 2 Minuten, nee, 1 Minute nachdem du deine Kontakte hattest, gell? Ja, so, ich einmal jetzt hier nochmal da kurz, wo wir die ganzen Bisse hatten, in der Hoffnung noch einen zu kriegen. Dann gehen wir aber auch schon zurück und gehen wir auch nochmal zu dem letzten Spot, wo wir gestern waren und so total versagt haben. Wir hätten die Entschuldigung, es war schon sehr spät, weil ich hatte eine Panne, also beziehungsweise habe mich festgefahren in diesem Biberbau. Und ja, jetzt hier nochmal 2 Würfe und fangen hoffentlich noch einen richtig dicken. Gut, aber beim Angeln ist ja immer so, irgendwie möchte man dann doch noch mehr. Da ist der Jagdtrieb richtig ausgelöst worden und man versucht, die Fangerfolge zu maximieren. Also zumindest bei mir so. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber ich würde dann immer gerne noch mehr fangen. Fisch! Ich glaube, der hat noch nicht mal Maß, der Gute. Aber ich sag's dir, das ist der Bereich hier. Wieder dahin zurückgelaufen, wo wir die ganzen Bisse hatten. Und da ist der nächste eingestiegen. Das ist der Köder. Unser Tron. Im Erik Otten Design. So, und da ist der wohlgenährte, schöne Hecht. Cool. Das macht doch Spaß. Gestern gar nichts und heute geht's richtig ab. Das mit dem Größeren, den ich unbedingt noch haben wollte, hat jetzt nicht so gut geklappt. Diese Bisse, diese Adrenalin, weil im ersten Moment das Ungewisse, du weißt ja nicht, was da dran hängt. Das ist irgendwie das Geile am Angeln, oder? Könnte immer der Große sein. Und wenn es ein kleiner war, bist du trotzdem dankbar für den Adrenalinschub. Und da ihr alle wisst, wie es ist, das Gesetz beim Angeln, der letzte Wurf darf nie der letzte Wurf sein, gibt es jetzt noch genau einen. So, Abmarsch, los geht's. War doch erfolgreich, hat Spaß gemacht. Es sieht schon cool aus, wenn man so zu seinem Lager kommt, ne? Unsere geilen Nordlink-Zelte, mega. Kann ich was helfen? Nee. Das höre ich am liebsten. So, wir gehen einen Spot noch, bevor wir Kochen. mal mit einem richtig guten, also wird sich zeigen, Koch. Ich will dich nicht schmälern, aber ich glaube, Ich werde ihm schon ein bisschen was beibringen. ja, genau. Ich denke, das Ergebnis wird dann Komm, für sich ein Spot sprechen. noch, let's go. Mein Chauffeur ist echt anstrengend. Guckt euch das an, da kommt sogar die Sonne raus. Da hat sich die Sonne gedacht, da lachen wir doch mal. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil unser Gast tatsächlich gleich am Stisi ist. Ein letzter Angriff. 20 Minuten, 25 Minuten. Ja, halbe Stunde. Muss halt kurz warten. Ja, kleine Verspätungen sind auch charmant. Ja, akademische Viertelstunde würde ich sagen. Komm, wir machen links bis zu deinem, wo du einen Spot hattest, Würfe. Da muss man sich aber ein bisschen durchs Dickicht kämpfen. Warum muss man sich durch Dickicht kämpfen? Du wolltest jetzt hier lang laufen. Hau was raus, Becky. Du auch. Ich glaube, wir kriegen noch eine. So, komm, Becky. Mach den Wurf noch zu Ende.
Oh, weg ist er. Hatte Fisch. Geil. Wirklich 5 Minuten am Spot. Erste Fisch. So krass, dass gestern einfach gar nichts lief. Wie kann das sein? Ah, der nächste. Siehst du die Welle? Ah, der war wirklich klein. Aber Wahnsinn. Jetzt schon 2 Fische, Becky. Muss ja schon sagen, wir haben Deutschland ja echt ein bisschen stiefmütterlich behandelt und sind jetzt so froh, so viel hier unterwegs zu sein, weil so viele ungeahnte gute Gewässer. 3 Fische drauf gehabt, Becky. Krass. Aber wirklich klein, also die waren Untermaß alle. Der erste vielleicht nicht, aber... Schreibt ihr mal jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt oder wer jetzt uns besucht. Was glaubt ihr? Wer könnte Becky ablösen mit seiner Stulle? Becky, Junge. Ah, immer hart am Limit, weißt du, schön im Cover. Easy. So, das war's. Feierabend. Naja, Feierabend würde ich nicht sagen. Jetzt kommt der Genuss, das Schöne. Krummelt dein Bauch auch schon? Ja, endlich mal was Vernünftiges essen beim Angeln. So, komm, lass mal einen Zahn zulegen. Los geht's. Wir kommen jetzt zum Koch. Ihr werdet jetzt sehen, wer es ist. Hallo. Hi. Wir haben gehört, wir haben dich. Hi, Dustin. Wir haben gehört, wir haben dich an Jäger verloren. Das wollen wir jetzt ändern. Ich bin froh, dass wir das erste Mal gescheites Essen bekommen. Sonst kriegen wir mal Stulle von Becky. Ist auch gut. Aber heute haben wir ja einen Experten dabei. Heute liegt es an mir. Ja. Scheiße. Ja. Also als Alternative, wir hätten im Kühlhaus auch einen Fleischwolf. Dann drehen wir ihn schnell durch. So als Zweimal. Wie lange dauert das? Gar nicht, 1 Minute. Aber kann man die grillen dann auch? Die? Dann Hechtbulette. machst du eine Hechtbulette. Hechtbulette. Dann gibt es eine Hechtbulette. Hechtbulette. Hechtbulette, Zander. So nämlich. Ich kümmere mich um den Barsch, Dustin kümmert sich um den Hecht. Das ist doch ein richtig schöner Fisch. Jetzt mal ohne Spaß. Also, als er da lag, kam er mir noch mal deutlich größer vor. Ah nee, so ein schönes Filet habe ich ja noch nie von einem Hecht hier sehen. Ja, mein Barsch ist nicht besonders gut gelungen, muss ich sagen. Das ist die Aufregung, weil Klaus dabei ist. Du, ich kann das auch nicht. Soll ich das einfach hier ab? Ja, einfach runter, einfach abspritzen und ab auf den Boden damit. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das machst. Einfach da oben reindrücken, ne? Hast du noch nie mit dem Fleischwolf gearbeitet? Das sind die wahren Verlierer unserer Gesellschaft, die Berliner. Die Berliner? Ja, haben noch nie mit dem Fleischwolf einen Fisch durchgedreht oder Ach so. Fleisch. Ja, aber die fangen wenigstens Fische. Das habt die Jäger ja gestern nicht geschafft. Ich war nicht dabei, ich Ja, habe ja. damit nichts zu tun. So, Und jetzt müssen wir da Buletten draus machen. So, genau. Form, Darauf darfst du jetzt Buletten machen. Klaus, Noch nicht. Wir brauchen noch. Gewürze. Guck Ja? mal, das hier sieht ja aus wie ich. Ah, das von dir, ja? Product Placement umschreiben. Können wir mal in eine Videobeschreibung packen, wenn ihr auch so ein Gewürz haben wollt am Wasser. Becky, das kommt in unsere Scotty-Box. Das kommt definitiv in uns. Da kommt man nämlich bei jedem Catch and Cook dabei. Fischers Klause. Damit kannst du gar nicht mehr schief gehen. Okay, wie viel mache ich davon da rein? Oh, gut und ordentlich. Sag mal. Viel. Richtig, drauf. Wie viele Eier brauchen wir? 2? Ja, ich würde meinen, war so aus dem. Erstmal aus dem Bauch durchmischen oder raus. erstmal Die Eier alle zusammen und dann mischen. 2 Eier, ja? Ja. Okay, so macht man das wirklich. Weißt du noch? Oh, hab ich. Jetzt wird der Paniermehl drinhauen, alles was da ist. Ah, Da Paniermehl ist nicht so viel drin. Klaus, du musst Stopp sagen. Becky, kannst du mir mal das Eiweiß von der Stirn lecken, bitte? Sofort. Macht ja, das sorgt dafür, dass deine Hände außen schön braun werden. Okay. Boah, es riecht aber direkt lecker mit dem Ja. Gewürz. Meinst du, es wird gut? Das wird gut. Klaus, du darfst aber auch nicht zu gut kochen, weil das fällt sonst auf mich zurück, die nächsten Folgen. Heißt immer, weißt du noch damals mit Klaus? Der Ja. hat so lecker geschmeckt. Warum Das- jetzt nicht? Das wird so Das ist, passieren. das ist wie der Rotwein im Urlaub, der da schmeckt und zu Hause nicht. Das ist, Ja, ne? Ja, wir grillen nicht hier, es war schön hier, aber wir fahren zu einem Spot, der ist noch schöner, nämlich da, wo wir den Hecht zerlegt haben. Los geht's! Sonst ja. und ihr könnt auch schon Buletten formen. Also Ich glaube, Jasmin macht das zwar besser als ich. Ja, ich weiß nicht, woran du gerade denkst. Du musst die ein bisschen schmeißen. Bisschen schmeißen. Waren wir beide ans gleiche gedacht, scheinbar. Guck mal hier. Ja, aber guck mal, wie Jasmin aussieht, und guck mal, wie die bei dir aussieht. Hab doch gesagt, die kann das Hast du noch nicht besser. Buletten gemacht? Nein.
Doch, einmal mit Dustin. Ich mach die gerade auch zum ersten Mal. Ich habe Echt? meiner Tante nur zugeguckt. Der ist in der Mitte viel heißer als außen. Also je nachdem, wie viel Bräunung du haben willst oder wie du es nachziehen lassen willst. In Mitte meinst du hier? Da ist er sehr Innen heiß. also. Und hier ist er fast kalt. Also da kann man ein bisschen mit spielen. Ja. Ich bin auch eine Bulette übrigens. Sag mal so zu Berlinern. Wusstest du das, Vecchi? Nein. Also, jetzt mal ohne Spaß. Wir haben ja gestern geredet, Team Fisch oder Team Fleisch. Wenn du so ein Bacon aufs Dings machst, wie das allein riecht, dann kann es doch nur Team Fleisch sein. Oh, das war nicht gut. So, den Dumbbell drücken. Wir haben jetzt einfach nur 2 Minuten von jeder Seite mit viel Hitze gegrillt, dann 3 Minuten ruhen lassen. Und ich wage es zu behaupten, dass das butterzart ist. Surfen dürfen wir anders, wa? Oh, ich freue mich. Also nur Kosten. Kannst du mir mit deiner Kelle auch ein bisschen was drauf Na machen? klar. Cheers, vielen Dank für alles, ne? Sehr lecker. Gewürze noch geil von dem Damm. Also, liken, kommentieren, abonnieren wie immer. Klaus, danke, dass du für uns Dank. gegrillt hast. Schön, dass ich dabei sein durfte. Aber auch ihr beiden, dass ihr mitgeholfen habt. vor Gerald allem. und Paul und Jasmin. Vielen Dank. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Es gibt bestimmt wieder was zu gewinnen. Das zeigen wir euch bei Instagram. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Markus, komm jetzt. Die Buletten sind schon Solide. Gemacht.